follow the river to the northeast. Don't worry, I'll clean it first. You'll have no issue finding boars and bitter leaf on your way. Assuming you're as much a hunter-gatherer as your clothing suggests. Thanks, Mildif. I'll keep an eye out. So that's what gratitude sounds like. And don't let anyone push you around, okay? If you say so. Alles klar. Neue Outfits. Why, you twins? I've never seen red-headed twins before. Okay. Ich darf wohl nicht mit dem reden. Mein Vorrat. Das ist dein Vorrat. Er kann in jeder Siedlung, aber auch an vielen anderen Orten auf der Welt gefunden werden. Wenn du Objekte aufsammelst, die du nicht mehr tragen kannst, werden sie stattdessen an deinen Vorrat geschickt. Von dort aus kannst du Objekte individuell zurückholen oder deine Ressourcen aufladen, indem du E gedrückt hältst. Durch das Verbessern deiner Beutel an der Werkbank kannst du deine Tragekapazität erhöhen. So, was haben wir dann hier drin? Wahrscheinlich eine große Menge an... irgendwelche legendären Teile drin. Warum habe ich die nicht dabei? Die Frage ist nur, muss ich jetzt... Outfits. Stehe jetzt auch ganz. Kann das doch einfach mitnehmen, oder? Wie soll ich das verstehen? Kurzbogen. Ja klar, gib alles her. Streitfiguren. Ich verstehe jetzt nicht, was ist der Unterschied, ob ich das jetzt im Vorrat habe oder dabei. Vor allem bei Upgrades für Waffen. Muss ich die an dem Vorrat dabei haben im Inventar oder? Ich meine, das Inventar ist jetzt nicht sonderlich klein. Weshalb ich keinen Grund sehe, das Zeug nicht dabei zu haben. Kriegerbögen sind schnell fahrende Bögen für kurze Entfernungen. Im Gegensatz zu anderen Bogentypen verursachen sie auch dann maximalen Schaden, wenn sie nicht vollgespannt sind. Verlieren aber bei längeren Entfernungen schneller an Präzision. Nicht vergessen, feuere Elementpfeile, um Kanister des gleichen Elementtyps zu sprengen. Ich muss, um ein Feuerkanister zu sprengen, einen Feuerpfeil benutzen. Okay. Strange. Ja, was geht denn bei dir? Hakund. Shop looks closed. Yep. Can I still use the workbench? I ain't gonna stop you. Almost ready to go? Okay. Workbench is free if you need to tinker with that gear. Machen wir doch mal. Gibt irgendwas, was ich jetzt Besonderes brauche? Ah ja, stimmt. Die wollen, dass ich an meinem Bogen die heißen die Giftpfeile?
Oder... Nee, das habe ich. Nee, das habe ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Das ist echt gut. Doch hier, neue Waffenattribute, Säurejägerpfeil. Genau. Das kann ich dann upgraden. Ich habe das Zeug ja sogar. Waffenspulen, neuer Platz. Nee, habe ich nicht. Okay, jetzt verstehe ich so langsam die Anzeige. Frostsprengschleuder, Gaja, Bihi, Kurzbogen und Donnerschleuder. Okay. Das sind nur die Waffen-Upgrades. Outfit-Upgrades, Fallenherstellung, Trankherstellung, Beutel-Upgrades, Spezialausrüstung. Okay, das ist was wahrscheinlich storymäßig, was ich wie bekomme. Beutel-Upgrades. Beutel. Okay. Und was bedeutet die 1 hier? So, dass ich das machen kann. Bombenbeutel erhöht die Menge an Sprengschleudermunition, die getragen werden kann. Ah, ich benutze die Sprengschleuder-Ding sowieso nicht wirklich, aber... Könnte es auch mal so sein und einfach, was ich upgraden kann, upgrade. Ein bisschen unnötig. Ausrüstungsupgrades. Da müsste ich jetzt auch mal schauen, welche Ausrüstung ich überhaupt anhaben will. Das mache ich wo genau? Hier Outfits. Was haben wir hier? Die sind alle ungewöhnlich. Was haben wir hier? Fertigkeiten, Konzentration, Regeneration. +1, wirksame Medizin. Was ist das? Gegen. Was wollen die mir damit sagen? Ist es dann hier, dass ich geschützt bin gegen Ding oder stärker bin gegen das? Man weiß es nicht. Also hier wirksame Medizin, Heilungstempo ist besser. Nahkampfschaden, Wuchtangriff, kritischer Schlag. Das ist so eine richtige Nahkampfrüstung. Das Ding ist 50% Schaden, wenn unter 30% Gesundheit. Zweite Chance, erhalte die Chance, einen Todesstoß zu überleben. Sind wir hier in Call of Duty oder was? Niedrige Gesundheit, Verteidigung. Halte mehr Schaden aus, wenn deine Gesundheit kritisch ist. Das ist dann eher so tanky. Und dieses Ding... stiller Schlagheilung. Stell Gesundheit wieder her, wenn du den stillen Schlag benutzt. Das ist cool. Medizinisch wirksam und Medizinkapazität ist erhöht. Bin ich aber ganz ehrlich, diese Nahkampfdinger hört sich, glaube ich, ziemlich cool an. Was ist denn kritischer Schlag plus? Kritischer Schlag verursacht mehr Schaden. Täube einen Gegner oder bringe... genau, wenn er da liegt und man dann den kritischen Schlag macht. Wuchtangriff macht mehr Schaden. Und Nahkampfschaden allgemein 30% stärker. Ich würde schon sagen, das ist ziemlich geil. Nehmen wir mal die Elite Karja Behemoth Rüstung. Dann können wir doch für die auch gleich noch ein Upgrade kaufen. So, hier ist die ausgerüstete. Verbessert Widerstände. Okay, dieses Gegen bedeutet Widerstand. Das heißt, ich bin hier im Nahkampf ein bisschen geschützter und gegen Schock. Und das war eigentlich alles, gegen was ich bisher gestorben bin. Nahkampf und Schock. Das heißt,
Die Rüstung sieht aus, als wäre sie für mich gemacht. Und Stoß haben wir jetzt auch noch. Ja, verbessert. Was auch immer jetzt der Unterschied zwischen Stoß und Nahkampf ist. Was auch immer. Was will ich hier noch gucken? Waffen-Upgrades. Kann ich alle upgraden oder was? Genau. Den könnte ich nochmal upgraden, den Jägerbogen. Ja, auf geht's. Oh, und nochmal. Na gut. Dann haben wir den halt mal kurz gemaxt. Wahrscheinlich unnötig, weil ich später bessere Waffen finde, aber ja, ist jetzt halt mal so. Was kommt hier? Eine Munition, die Säureschaden verursacht, ist jetzt in deinem Inventar verfügbar. Scanne Gegner mit deinem Fokus, um herauszufinden, ob sie säureanfällig sind. Gegner mit Säure zu treffen, baut ihren Korrodiert-Zustand auf. Sobald dieser Zustand aktiv ist, nimmt die Rüstung eines Gegners Schaden über Zeit und der Widerstand gegen Schaden ist geringer. Triff Säurekanister mit Säurepfeilen, um sie zu sprengen und eine große Elementarexplosion auszulösen. Das klingt alles sehr cool. Ein Spulenplatz wurde für deine Waffe freigeschaltet. Spulen können für Waffen ausgerüstet werden, um deren Leistung zu verbessern. Tippe Viereck an, wenn die Waffe in deinem Inventar angezeigt wird, um die Spule zu modifizieren. This should be useful. Falsches Menü. Inventar hier. Dann haben wir hier Spulen bearbeiten. Ich habe keine Spulen. Okay. Auch gut. Oh, hier steht jetzt endlich mal, was alles ist. Die Legende, ja. Stoß ist Fernkampfschaden. Abriss ist notwendig, um Bauteile und Rüstung abzulösen. Nahkampf ist Nahkampf, wer jetzt gedacht. Sprengstoff, schwerer Flächenschaden mit Rückstoß. Klebstoff, verlangsamt Bewegungen. Aufbau, Zustandsaufbautempo. Feuer, erteilt Schaden über Zeit. Frost erhöht Stoßschaden. Oh, okay. Das wusste ich auch nicht. Schock betäubt das Ziel. Löschwasser deaktiviert Elementarangriffe. Säure schwächt und beschädigt Rüstung. Plasma speichert Schaden, bis Explosion ausgelöst wird. Eine Fresse. Das ist ja sowas von deep. Dann gibt es noch neue Quests hier anzunehmen. Someone's gonna have a headache tomorrow. The bristlebacks threaten us all. Oh, What do you want, Ulvund? Some kind of payment? my dear magistrate. You think I can be bought? If you want that whistle blown, all you have to do is have your soldiers remove the bristlebacks and sign the concession decree. Face it. What other choice do you have? Bin auch noch hier. Hallo. Savior, what auspicious timing. Might we discuss a matter of importance to the Sundom? We might. Later. Very well. I shall be waiting. So, the savior herself. Walloper of Derval, gutter of youth. Maybe. I've heard many tales of your beauty and heroics, my fierce lady warrior. Ulvund Freeholder, at your service. So, what could have dragged you away from the fine silks and wine of Meridian to this smudge of a settlement? Your saviorly attention must be needed elsewhere. I'm here for the embassy and The embassy? Why, by the forge. Ah. Greater gears for greater matters. Guess that means you'll be moving on. once I've dealt with any problems around here that need my saviorly attention. Ah, the bristlebacks, of course. Got to get rid of them if you want that embassy to take place. Well, best get to it, hey? And off you go. Not so fast.
You don't seem to have a high opinion of the magistrate? Well, I refuse to play nice to some fancy-robed parchment pusher when my fellow laborers are being bullied, intimidated, and taken advantage of. How noble of you. Noble, ha! Born with a hammer in hand, I was. Nobody handed me anything or dropped opportunity into my lap. Everything I've achieved, I've done on my own. And where is this hammer now? The burden of leadership forced me to set it aside. The Carja risk nothing, while demanding that good Osram gamble with their lives out there. Someone had to step up and say no more. You ordered the work stoppage? Indeed I did. We're laborers, not soldiers. Until the Carja clean up their mess and give us the fair deal we deserve, I'm not risking Osram lives. Fair deal? You mean your concession decree? It's not my decree. It's on behalf of all the good Osram laborers of this land who do all the backbreaking work, while only the Carja reap the rewards. All we're asking for is the ability to share in this prosperity for a land worked by the people, for the people. Right. Then just how much would be your share? Only an amount appropriate to my contributions to this community, of course. If Chainscrape is on Die hat viel zu Carja sagen. lands, shouldn't a Carja be in charge? Who appointed you? The sensibilities of good Osram folk, of course. You think a Carja can head this whole venture? Ah! The magistrate can barely make the trek from Barren Light without losing a few screws. So you have no real authority then? People only follow you because you say so. Loudly. Anyone who has followers has authority. I've been with Chainscrape from the beginning. I mean, I'm practically its founder, and its honest folk know I'm indispensable to its success. Na, wenn er das sagt. You said you founded Chainscrape. Somehow I doubt that. Practically founded, I said. I alone saw its potential when it was just a smattering of tents in Barren Light's shadow. I invested in the mine, convinced some friends back home to do the same, and here we are. You could say Chainscrape is what it is thanks to me. Oh, so you're not just standing around and profiting off everyone else? Not at all. Sure, I make a little return on my investment here and there, but my main priority, as it was from the beginning, is to look after the well-being of these honest, working Osram. Na, wenn er das Where's sagt. the whistle? Right in the middle of town, but with the threat out there, I'm not endangering innocent Osram lives. I'm going to clear out the bristlebacks. And when I'm done, this valley is gonna get moving. If that's what it takes. Until then, I'll keep looking after the safety of these good folk. Just be ready to blow the whistle. Better see what that Carja magistrate wanted. I bet he's in the tavern. Streifen. Es geht. Oh there! Missy! Es gibt ein Boot drin. So, das ist wieder das Gebäude. Ich bin tot. Ah, Savior, over here. Savior, thank you for taking the time, and my condolences that you had to endure Ulvan's bloviating. I've dealt with worse. It sounds like he's really trying to put you over the barrel. The idea that the Carja purposely let Bristlebacks into the Daunt, it's completely absurd. But the louder and longer he says it, the more support he'll get for his damned concession decree. How did the bristlebacks get into the Daunt? No one knows for sure. The first report of them came from west of the quarry. But unless they have wings I don't know about, I don't see how they could have come over the mountains. No other way in.
The only way I know about is Barren Light. Look, if you can get to the bottom of this, I can offer a considerable bounty in return. Help me shut Ulvund up. What is this concession decree that Ulvund wants? He wants the Sundom to designate portions of the Daunt as Oseram holdings. Only the portions, mind you, that produce any value. Let me guess. Because he stands to profit somehow? Exactly. With the Daunt under Oseram law, he could secure more investment for their numerous ventures. He can't get those investments without the concession? No. Not while there's a chance the Sundom could revoke their access. Hence, why the concession is so important to him. And why blaming the Karja for the Bristlebacks, no matter how absurd, works in his favor. How does blaming the Karja for the Bristlebacks help Ulvund get his concession? Look around. This may be the Sundom, but Chainscrape is all gears and rust and bad ale. Claiming that the Karja loosed the Bristlebacks in order to intimidate Oseram laborers into obedience. Well, let's just say no one here has forgotten the atrocities of the Mad Sun King. And with the Bristlebacks bringing work in the valley to a halt, Ulvund has plenty of time to pick at barely healed wounds. And if the Oseram refuse to work, unless the concession is signed, you won't have a choice. Correct. The reconstruction of Barren Light must continue. How did Alles klar. you get stuck out here? I asked for the posting, believe it or not. Overseeing the entire valley on behalf of the Sun King? It was an honor. Is an honor, I mean. But your job would be a lot easier without someone like Ulvund blasting hot air all the time? Ulvund's not going anywhere. He's been around longer than I have. Even fancies himself the founder of Chainscrape. Now, I'll find a way to live with him. I have to. You said the Bristlebacks were first spotted west of the quarry? Yes, according to one terrified laborer, said the ground trembled before they came charging down the hillside. He took off and ran all the way here. Good place to start looking then. If you learn the truth, maybe Ulvund will stop blaming the Karja for every problem under the sun, and maybe then he'll actually focus on rebuilding Barren Light instead. Okay. Dann war hier oben noch ein Fragezeichen. Ein Unbekannt. Was braucht denn der da? Gut, mit dem darf ich noch nicht sprechen. Sister! Over here! Bit busy now. Hello? We'll talk soon. You! I know you see me. Gib dich zu Aarons letztem bekannten Aufenthaltsort. Okay, machen wir doch mal das Hauptquest. Wo ich das mache. Genau, hier kann ich jetzt die unterschiedlichen Pfeile auswählen. Ich frage mich gerade, ich habe doch noch andere Waffen dabei. Den Streiterin. 130, 20, 20. Das ist der gleiche. Ja, Nora Vermächtnis. Streiterin. Einfach genau der gleiche. Genau. Aber theoretisch noch. Einfach nur, dass ich die mal da habe. Die Dinger noch ausrüsten. Genau.
So, was ich jetzt aber machen muss. Für Action kann ich das wirklich nicht gebrauchen. Dieses Rumgeläge. Das geht so einfach nicht. Dann lass doch mal so ein Ding die Giftdinger abschießen. Ach, rennt der einfach davon. Gott, jetzt vergifte ich auch noch ein Schwein. Man hat ja leider gesehen, für Taschen und Dinge, ja, braucht man auch dieses Fleisch. Und ich habe ja sowieso gerade noch eine Aufgabe, wo ich Fleisch brauche. Is that a tripwire? This whole Sieht area so is rigged aus. with tripwires. Hey, you! Make it worth your while if you kill these scroungers. It's always something. Hold tight. I'll see what I can do. Try luring them into the tripwires. Aktivieren zum Scan. Achso. Frost ammo would work. Ich habe es nicht mal gesehen, dass da ein Gegner The ist. tripwires are for. Ja, komm. Wenn ich schon einfach reinhauen darf. Komm, dann machen wir doch den hier. Hallo. Hey, fine! Kill them however you want! Tripwires better, though! It's about to get loud. Jetzt hin. Hallo. Ja, ausweichen kann ich trotzdem noch. Never saw it coming. Und auch noch weg. That's the last one. Hello, Red. What a day, what a day. Das war jetzt eine echt schöne Einführung in diese Stolperfallen. Thanks to Forge you showed up. Tripwire's Dinger. handy, but machine hunting's a youngin's game. Come on over. I see you're a practiced hunter. Took you less time to kill those scroungers than vanguards to kill one bristleback. So the vanguards came through here? Yeah, just a bit ago. Down that bristleback, headed south. But then those scroungers showed up to carve the carcass, as they do. Then another bristleback ran through. I'm telling you, it's crazy around here. So the vanguard went south. Probably. This whole valley is swarming with them. The Vanguard seemed dead set on getting rid of them. I see. Hold on there, Red. If you're gonna go chasing across the Daunt, you're gonna want a tripcaster. Not just any tripcaster. One of my make. Free of charge. Workmanship looks solid enough. Yep. Been tweaking the design since I left Chain Scrape. More room to tinker out here and less chance of, well, accidents. Did something happen in Chainscrape? Well, like someone. Let me guess. Ulvund. Back when I had a place in town, he took a real interest in my wares. Kept pressing for the Ulvund discount. I said no. He didn't like that so much. I can't prove it, but that chuff bucket set my workshop on fire. Felt it best to put some distance between us after that.